Hallo, wie geht's? In diesem Video möchte ich euch erzählen, wie ich Deutsch gelernt habe. Also es hat alles damals angefangen in der Uni. Da war ich halt eingeschrieben in der Linguistik und Übersetzung und ich habe aber in der Uni kein Deutsch gehabt, sondern Englisch und Französisch. Und da dachte ich mir, eigentlich habe ich sehr viel Freizeit und ich möchte noch eine Sprache lernen. Und da war ich ein bisschen unentschlossen, dachte ich, Deutsch oder Italienisch. Und dann dachte ich immer, gut, noch habe ich irgendwie Stärke, Motivation, eine schwierige Sprache zu lernen, dann lerne ich lieber Deutsch. Und später mal, wenn ich keine Energie mehr habe, kann ich immer Italienisch lernen, weil da ich schon Französisch, Spanisch und Katalanisch spreche, dann wird es halt nicht so schwer für mich sein. Deswegen dachte ich, ja gut, dann probiere ich es mal mit Deutsch. Und ich wurde richtig, also ich habe mich richtig motiviert, das war richtig cool und da habe ich halt weitergemacht während meines Studiums und auch dann im Sommer war ich einen Monat in Berlin. Da war mein Deutsch noch richtig, richtig schlecht und da habe ich halt allen gesagt, dass ich kein Englisch spreche, um dann auf Deutsch reden zu können, damit die Leute dann nicht wechseln. Und ja, da habe ich es richtig geliebt und dann nach dem Studium wollte ich unbedingt nach Deutschland. Dann hat es ja auch geklappt mit so einer Art Stipendium von der spanischen Regierung. Da war ich in einer Schule und habe da als Fremdsprachenassistentin gearbeitet und das war ein sehr cooles Jahr in Hamburg und ja, da habe ich halt auch sehr viele Freunde kennengelernt und habe richtig, richtig erkannt, dass ich in Deutschland bleiben wollte. So im Prinzip. Und ja, dann habe ich halt in verschiedenen Städten gelebt in Deutschland. So ein Jahr in Berlin, 2 Jahre in Stuttgart, inzwischen 3 Jahre in München. Und ja, also verschiedene Städte kennengelernt. Und ich habe halt sehr viele Freunde, mit denen ich auf Deutsch spreche. Auch in der Familie spreche ich eigentlich immer Deutsch und auch jetzt in der Arbeit. Und eigentlich war es eher so, okay, am Anfang war es halt durch die Schule, dann, also Sprachschule und dann dadurch, dass ich halt umgezogen bin und hier ein Leben aufgebaut habe. Natürlich schaue ich halt auch Filme auf Deutsch und Serien und ja, zum Beispiel ich mag voll die Heute-Show, diese Satire-Show-Sendung und die Ärzte mag ich auch voll gerne. Also irgendwie habe ich mich so relativ gut integriert und gibt es halt sehr viele Sachen, die ich hier mag. Was für mich noch eine große Challenge ist, ich lebe in München und naja, also Bayerisch wird ja auch hier gesprochen und ich verstehe es wirklich nicht. Also ich finde es cool, klar, aber es ist halt, ich verstehe nicht vieles. Also ich spreche halt Hochdeutsch und gut, die Leute sprechen ja auch mit mir Hochdeutsch, ist ja kein Thema. Und ich bin auch immer froh, wenn ich ein bisschen was vom Bayerisch lernen kann. Ist ja witzig. Und ja, also hier im Süden gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und ich habe jetzt auch nicht vor, umzuziehen oder so wieder. Ja, und das ist so ungefähr, wie ich Deutsch gelernt habe. Also ich lese auch sehr vieles, praktisch alles auf Deutsch, auch die Bücher, Romane und so weiter inzwischen. Und ja, also ich glaube, ja, also Musik nicht so viel, Musik eher so Französisch, Englisch, aber ja, so mein Alltag ist auf Deutsch. Manchmal ertappe ich mich dabei, auf Deutsch zu denken oder träumen. Deswegen ist jetzt, ja, etwas sehr automatisch geworden und ja, mein Ziel wäre in der Zukunft noch vielleicht die C2-Prüfung zu machen, weil es gibt auch Sachen, die ich noch nicht gut kann und das wäre halt eine zusätzliche Motivation zu lernen. Aber das ist alles Zukunftsmusik und schauen wir mal. So, wenn ihr Fragen habt, sehr gerne in den Kommentaren und bis bald!